Herzlich willkommen zum dritten Springen dieser 4-Schanzentournee aus Innsbruck. Starker Schneefall. Man hat den Start hier in die Nacht verschoben von der Rennleitung. Dies nachdem ja beim letzten Springen schon Sicherheitsbedenken geäußert wurden. Jetzt allerdings ein Nachtspringen, das auch nicht eine Entscheidung, die überall getragen wird, während wir hier die Highlights aus Garmisch-Partenkirchen noch einmal sehen. Ja, Innsbruck, die Landeshauptstadt von Tirol, schon 3-mal Olympische Winterspiele haben hier stattgefunden auf dieser legendären Schanze. Und das erste Bergiselspringen schon 1927, ja. Da war noch nicht einmal ich geboren, geschweige denn du, Tim. Nein, dort bin ich noch nicht auf der Welt gewesen. Man sieht -7 Grad, schwere Bedingungen für die Fahrer, für die Springer. Es ist dunkel, man sieht nicht richtig und die Schanze die wird ziemlich sicher vereist sein. Also da wird es einen spannenden Wettkampf geben. Auf jeden Fall, natürlich die Nachtsituation, allerdings die Beleuchtung, Sie sehen es ziemlich gut, während wir hier noch sehen, wie der Schanzenhügel bearbeitet wird, der Landungshügel bearbeitet wird. Ja, der Schnee muss noch weg. Dann noch einmal kurz zu den Regeln. Der rote Strich ist der Median. Wir haben -1 Punkt für Striche davor bei der Landung, +1 für die Striche danach. Und dann noch einmal die Landungsextrapunkte, 5 Extrapunkte jeweils für die Landung oder die Endposition. Ja, da haben ja schon viele profitiert jetzt von dieser neuen Regel und das wird auch bestimmt heute wieder zu Diskussionen führen und zu spannenden Entscheiden. Wir haben noch einmal die Fahrer eingeblendet, hier wunderschön in dieser Abendstimmung. Für sie sicher auch nicht einfach, das Rennen, das so rausgeschoben worden ist. Man ist da immer mit Adrenalin gefüllt und muss sich jetzt trotzdem Konzentration hoch behalten und jetzt am Abend auf das Rennen konzentrieren. Sicher nicht einfach. Ja, das ist mental natürlich eine Belastung, der jetzt als erster dann Jan Schäfer direkt ausgesetzt ist, er im Porsche 934. Es gibt wieder nur einen Sprung, also man muss alles auf einmal ins Trockene bringen. Schauen, wie er mit der vereisten Schanze zurechtkommt. Ja, nicht so gut hat es ausgesehen. Ja, da hat er früh aufgesetzt. Allerdings sieht mir das nach einer guten Landungsnote aus. Ja, wir sehen das hier im Replay noch einmal. Ja, sehr früh. Man sieht den Flug fast sauber. Es braucht manchmal ein bisschen, dass man ein bisschen, ja, nicht ganz sauber wegkommt, dann springt man ein bisschen weiter. Ja, genau. Das ist natürlich auch eine dieser Weisheiten, die wir schon oft von dir gehört haben. Wenn man etwas zu wenig will und zu konservativ dann abspringt, dann kann das natürlich in einem sehr kurzen Flug enden. Aber die Landung dann von Jan Schäfer perfekt mit den 10 Punkten, inklusive den 5 Bonuspunkten. Jetzt der große Überflieger dieser Saison, Hayato Takahashi. Mal schauen, wer das Momentum mitnehmen kann von den 2 Siegen, die er bis jetzt hat. Ich denke schon. Also das, was er bis jetzt geliefert hat, das dürfte eigentlich hier für Minimum einen 10 reichen. Aber ich will mir hier die Hand nicht verbrennen, wenn ich sie ins Feuer lege. Wir müssen auch zuerst sehen, wie er mit diesen Bedingungen klarkommt. Natürlich erschwert jetzt für den jungen Japaner. Oh, da ist er früh aufgetreten. Und die Landung auch nicht sauber. Das war ja eigentlich etwas, das er immer, von dem er profitieren konnte, von seiner großen Landungsfähigkeit und macht hier allerdings nur, ich würde sagen, das ist ein Sechser. Sechser, ja. Ein Sechser hier nur für den Gesamtführenden. Sind das die fehlenden Nerven? Ist er einfach noch zu jung? Genau, er ist ein sehr jung Nachwuchssportler. Ich glaube, da ist er mit dem Mentalen, mit dem Druck nicht ganz klar gekommen. Jetzt wird es ihm plötzlich bewusst, doch, er hat eine Chance, um die 4-Schanzentournee zu gewinnen. Ja. Das ist nicht einfach, mit so etwas umzugehen. Das ist klar. Er hat nur mit dem Sechser, wie gesagt, keine Bonusnoten für Hayato Takahashi. Wir wollen am Ende dieser Nacht noch schauen, ob er wirklich noch ganz von zu oberst hier vom Gesamtklassement winkt. Das werden wir dann mit Sicherheit am Schluss noch für Diskussionen sorgen. Wird das jetzt Anton Wagner? Für ihn hat der Wettbewerb bis jetzt nicht wunschgemäß ausgesehen. Vielleicht kann er jetzt mit seiner Erfahrung reüssieren. Er ja eigentlich prädestiniert für schwierige Bedingungen. Allerdings hat das nicht so gut ausgesehen. Das hat gar nicht gut ausgesehen. Wirklich. Also ich muss sagen, eigentlich hätte ich mehr erwartet, und zwar bis zum 10er, aber das ist wirklich der 5er. Nicht mal den ersten Strich hat er hier erreicht und dann die Landung auch wieder schlecht gemeistert. Das natürlich schon
auch eine Frage des Alters, da man nicht mehr so spritzig ist und dann hier nicht mehr richtig rumreißen. Ja, vielleicht habe ich ihn ganz gut gesehen, oder? Und dann bei diesen Bedingungen natürlich. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wobei ich natürlich jetzt als Brillenträger mich etwas angesprochen fühle von der Sicht her. Tim. So ist das natürlich nicht gemeint. Ja. Ich glaube, du siehst immer noch genug gut, um da... Danke, ja, ich weiß. Merci. Gut. Also, der nächste. Bartosz Nowak. Bartosz Nowak, dann, ja, wir sehen hier, Anton Wagner hat sich hinten einzureihen. Bartosz Nowak, der Pole. Hier natürlich auch immer ein heißer Kandidat, um dann nochmal ganz zuletzt das Steuer umzureißen. Allerdings wieder ein gewisser Schneefall. Bis jetzt Nowak hier eingeblendet wird, mussten wir noch etwas warten. Im Ford Bronco. 37 Gramm, Saleva als Sponsor. Ja, wir werden schauen, was hier jetzt am Schanzentisch erreicht. Das hat gut ausgesehen. Das war nicht schlecht gewesen, wirklich. Die Weite hat eigentlich gestummt, die Landung nachher wirklich. Ja, also da muss ich sagen. Aber man sieht, er ist schön weggekommen vom Schanzentisch. Eigentlich eine saubere Flugbahn. Ja, das... Gut durchgezogen, lang in der Luft gewesen, und dann erst ganz am Schluss hat er... abgedruckt für die Landung. Und das müsste natürlich ein 10er oder ein 9er sein. Wir müssen schauen, was jetzt hier die Punktrichter meinen. Und das natürlich die typische Polenlandung wieder über die Banden weg. Das haben wir von ihm jetzt schon oft gesehen. Gestanden. Ja, da ist er fast gestanden. Allerdings hätte das ja vielleicht noch mit der Bande Abzüge gegeben. Aber die Distanz mit 9 bewertet jetzt Bartosz Nowak wieder volle Power. Da wird er sich als Zweiter einreihen. Am Landungshang, ja, da kann er sich als Zweiter jetzt einreihen, genau, hinter Jan Schäfer und Hayato Takahashi, der immer noch auf der 3 ist, bevor jetzt der Schweizer hier, Pirmin Kavietzel, zeigt, was er kann. Aber er hat keine gute Sprünge beim letzten Mal. Auch er muss etwas gut machen. Ja, da muss er natürlich jetzt wirklich, da gilt es etwas aufzuholen. Will er noch Chancen haben für den Gesamtsieg? Allerdings hier, ja, das ist nicht der erwartete Exploit, den wir eigentlich haben wollten von Kavietzel. Ja, er trifft sehr früh auf. Also da habe ich sogar jetzt noch etwas ihn weiterspringen sehen. Das war ein ganz schlechter Flug hier. Das war gar nicht gut gewesen. Man hat gesehen, wie er weggekommen ist von der Schanze. Nicht ganz gut. Und dann hat es ihn links abgezogen. Ja. Und eigentlich ist er ja der für aerodynamische Flüge, aber wenn man so wegkommt, ist das schwer. Und dann auch die Landung vermisst. Nur 7 Punkte hier für Kavietzel. Das wird am hinteren Ende der Rangliste. Jetzt muss er sich begnügen, bevor wir jetzt zu der Überraschung neben Hayato Takahashi kommen. Und er könnte jetzt natürlich einen großen Schritt in Richtung Gesamtsieg machen. José Luis Ramirez, der Mexikaner, der bunte Vogel, in seinem Chevy El Camino. 38 Gramm. Und wenn er jetzt einen guten Abflug oder vor allem eine gute Landung erwischt, dann wird es ganz knapp an der Spitze. Ja, das ist nicht schlecht gewesen. Und sehr schöne Landung. Ganz schön gemacht. Wunderbare Landung. Von der Distanz nicht ganz an die 10 heran, aber ein schöner Flug, den nicht ganz... Ja, das ist 8 etwa, würde ich sagen, oder? Das wird auf die 8 hin, aber dann die Landung wieder perfekt gemeistert. Im schönen Zielraum mit dem sogenannten Spezialmove, mit dem Bounceback, den wir hier sehen. Er kommt hier über die Abschrankung hinaus und dann der Bounceback zurück in den Zielraum. Ist auch spektakulär für die Zuschauer. Unglaublich, was der zeigt, der Bursch da. Absolut. Und ich denke, da haben wir jetzt einen würdigen Leader aktuell in diesem Springen hier in Innsbruck, im Traditionsspringen in der Nacht. Wir schauen noch kurz etwas in den Zielraum hinein. Hier sehen wir die wunderschöne Schanze eingeblendet und auch das aktuelle Zwischenresultat. José Luis Ramirez, 13 Punkte vorne vor Jan Schäfer. Und jetzt, ja, hier ist natürlich Partystimmung angesagt. In die Nacht feiern. Ja, als hätte es Covid nicht gegeben, wird hier rumgeschmust. Also auch hier spezielle Bilder, aber wir können natürlich bestätigen, das ist ein eingetragenes Paar. Sie haben einen gemeinsamen Haushalt und dürfen daher hier sexuelle Interaktionen im Zielraum ausüben. Ja, und jetzt hier Mason Brown, das Schwergewicht, das wird wieder schwierig für ihn bei der Landung und auch beim Flug allgemein. Die eisigen Bedingungen wahrscheinlich nicht perfekt für ihn. Kommt früh auf! Oh, das stoppt! Ja, was ist passiert? Oh, was machst du? Ja, der ist jetzt direkt neben uns. Bei uns durchgeflogen. Neben unserem Zielhäusli.
Zilhäuschen, Kabäuschen, ich bin noch etwas verwirrt, ich bin noch etwas verstört. Weit ist er nicht gekommen. Are you alright? Ja, er bestätigt mir mit einem Daumen hoch, dass alles okay ist. Ja, jetzt natürlich die Zielanlage in Zuschauer. Trümmer. Ja, Wir das haben sieht die gar nicht schön Zuschauer. aus. Allerdings ist die Ambulanz hier angekommen und sorgt sich um die Zuschauer. Ja, das wird schon nicht. Da wird niemandem etwas passiert sein, hoffe ich. Beste Grüße in den Spital. Während wir hier jetzt natürlich eingeblendet sehen, gleich 2 Fünfernoten. Und jetzt sein großes Vorbild, Eddie the Eagle, Sir William Jones aus dem Vereinigten Königreich. Er hat auch noch nicht das gezeigt, was er kann. Nein, und ich denke auch hier wird es schwierig für ihn. Und wir sehen das Gar nicht. wieder. Allerdings habe ich jetzt von der Landung fast gedacht, es könnte noch etwas werden. Aber das hat er in den letzten paar Springen schon gezeigt. Er zieht die Nase früh nach unten. Genau, das ist das Problem. Er ist mit der Nase früh runter und dann halt so aufgekommen. Wenn er sich ein weiter oben behalten hätte, dann wäre er sicher ein bisschen weiter geflogen. Ja. Aber auch die Landung, man sieht, es scheint, als ob er auch nicht 100% dabei war. Ja, das ist tatsächlich so. Er landet wieder auf dem Dach und muss diese Tour wohl für beendet erklären. Das letzte Springen dann nur noch Makulatur für ihn. Um das Rennen um den Gesamtsieg wird er nicht mehr mitreden. Wir sehen jetzt die Schlussabrechnung. Der große Sieger José Luis Ramírez aus Mexiko mit 13. Jan Schäfer mit 10 und Bartosz Nowak dann mit 9. Und wir sind dann gespannt auf die Gesamtrangliste. Was heißt, das werden wir hier wunderschöne Bilder sehen von dieser Stubbeter-Formation in Innsbruck, die uns hier noch eins bläst. Haben wir hier das Podest mit dem Mexikaner, dem Polen und dem Deutschen. Ja, hier noch der Rattarak und die Turnierrangliste. Ja, wie ich habe es gesagt, Hayata Takahashi nur noch einen Punkt Vorsprung vor José Luis Ramírez und dann Jan Schäfer, der hier veritabel aufgeholt hat. Mit einer tollen Note auch heute. Bartosz Nowak. Pirmin Gaviezel in Lauerstellung auf den Gesamtsieg. Allerdings wird das schwer aufzuholen sein. Im letzten Springen dann ganz hinten Anton Wagner. 5-mal die Mindestnote. Dann freuen wir, wenn Sie wieder zuschauen am 6.1. zum letzten Springen in Bischofshofen. Dann die Entscheidung. Heißt der Gesamtsieger Takahashi, Ramírez, Schäfer oder vielleicht sogar Gaviezel oder Nowak? An Spannung kaum zu überbieten, diese 4-Schanzentournee. Einen schönen Abend und schöne Nacht von mir und Tim.